mehr in Kit 3 ist eigenständig die Chainer spawnt. Tja, wenn. Der müsste dann aber eigentlich auf jeden Channel gehen, dann immer so 30 spawnen. Also so Channel 1 30 spawnen, Channel 2 30 spawnen, Channel 3 30 spawnen. Und dann wieder auf Channel 1 rumloggen. Anders kann es gar nicht funktionieren, wenn er das wirklich manuell macht. Weil wenn er da jedes Mal nur einen spawnt oder so, dann bringt das gar nichts. Da muss er schon ordentlich spawnen. Und eigentlich müsste das bei den anderen Job-Changes auch machen. Ich meine, Assists ist natürlich das Schlimmste, aber jetzt mal rein theoretisch, wenn da gerade mal auch 20 Leute zeitgleich Mercenary machen, wäre es ja unfair, wenn sich da dann staut. Aber ja. Wir werden sehen. Am besten wäre ein Game Master pro Job Change. Für ein paar Stunden. Und dann, bevor sie gehen, nochmal einfach so 100 oder so spawnen. Bevor sie offline gehen, nochmal einfach 100 oder so. Damit so viele da sind, dass die nächsten 100 Leute, die da hingehen, auch noch loslegen können. Hab doch gesagt, die Wette ist nur 5 Minuten Knack. Was ist eigentlich die größte Andrang am Anfang, direkt bei Serverstart oder die ganze Zeit? Ich würde sagen, so die ersten 10 Stunden eigentlich. Weil als ich angefangen habe, war auch immer noch arschviel los. Ich glaube gar nicht, dass das wirklich... Also es wird wahrscheinlich am Anfang am stärksten sein. Aber es haben jetzt schon sehr viele Leute gesagt, dass sie am Anfang nicht können und erst später starten. Also ich denke, so die ersten 10, 12 Stunden kontinuierlich. Und irgendwann dann ab nachts, wenn bei uns nachts ist, wird es ja dann wahrscheinlich irgendwann besser. Und immer weniger werden, denke ich mal. Also merklich weniger. Aber ich habe immer frühestens nachmittags oder abends angefangen und selbst da war bei Pokepok und so noch die Hölle auf Erden los. Oder bei La Wolf war es eigentlich immer am schlimmsten. Und von dem her würde ich jetzt mal behaupten, fängt es einmal an, sich so zu staunen. Und dann hört es einfach auch nicht mehr auf. Bis halt wirklich mal ein halber Tag oder so vergangen ist. Und dann, wenn dann wirklich die allermeisten schon Saint Morning und Co. sind, erst dann ist es besser. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist natürlich auch nur die Erfahrung der letzten Jahre. Kann natürlich jedes Jahr anders sein. Also es können ja jedes Jahr... Also das größte Problem ist halt eigentlich theoretisch, wenn es halt jedes Jahr mehr Leute noch werden. Was ja möglich sein kann. Also auch wenn wir jetzt eigentlich nicht wirklich einen neuen FEC-Server mit neuem Content haben, könnten es ja trotzdem mehr Leute dieses Jahr sein als letztes Jahr. Das kann man jetzt noch nicht sicher sagen. Um die Riesenauflauf. Der gute alte Riesenauflauf. Also wenn du wirklich diesen Andrang umgehen willst, ist es wahrscheinlich trotzdem am klügsten, sofort zu starten um 10. Weil man halt nicht sicher sagen kann, wann das wirklich aufhört. Wenn man sich darum Sorgen macht. Weil wie gesagt, ich habe wesentlich später angefangen und ich fand es immer noch ziemlich schlimm. Vor allem halt bei den Monstern, wo man zwingend eigentlich leveln will. Aber eine sehr schlechte Mobdichte ist. Also La Wolf, finde ich, ist eigentlich fast das beste Beispiel. Die richtigen Low-Monster, die sind ja doch von den Spawns her richtig gut normalerweise. Das heißt, da hast du das Problem jetzt nicht unbedingt, ich meine bei Alberts zum Beispiel oder so, da hast du das Problem jetzt eher weniger, weil du da eh nur so kurz bist. Aber La Wolf ist so der erste Spawn, wo man ja schon ein bisschen länger dann stuck ist, ab Level 10. Und da würde ich schon sagen, dass man da den gesamten ersten Tag eigentlich Probleme haben wird. Also ich hatte da Probleme und habe Stunden später angefangen. Und das heißt, du müsstest es eigentlich halt einmal aus Flaris rausschaffen, so schnell wie möglich wahrscheinlich. Und ich denke mal, dann ist es, also nach Flaris in Saint Morning war es dann eigentlich nicht mehr so schlimm. Am schlimmsten war es in Flaris. Wenn du es einmal aus Flaris rausgeschafft hast,
ist es eigentlich relativ entspannt. In Anführungszeichen. Und andererseits muss man es halt einfach so sehen, ich meine, je früher du ein höheres Level erreichst, desto eher, ich meine, irgendwann hören die Leute ja auch auf. Es gibt ja genug Leute, die haben nicht so viel Zeit, die haben nicht Urlaub, die haben nicht frei. Die müssen ja dann irgendwann eigentlich auch mal aufhören zu spielen, also theoretisch zumindest. Und das heißt, je früher du es höher schaffst, desto eher bricht bei der Konkurrenz teilweise was weg. Und eigentlich ist es ja auch unmöglich, dass du eingeholt wirst, vor allem wenn du cashst. Also wenn du jetzt zum Beispiel cashst und du bist einmal Level 30 zum Beispiel, wie soll dich jemals noch jemand einholen? Also die Konkurrenz muss zwingend eigentlich immer weniger werden, wenn du von Anfang an spielst. Wenn du von Anfang an spielst und durchziehst, also außer du cashst halt nicht, wenn du Free-to-Play bist, dann kannst du natürlich schon eingeholt werden. Aber ich sage mal so, wenn du cashst und ein gewisses Level erreicht hast, dann ist es eigentlich fast unmöglich, dass sich noch jemand einholt, außer du benutzt immer nur eine Ampli und der andere benutzt immer 3 oder 2 später dann. Also wenn jemand immer die ganze Zeit Triple- und Doppel-Amplis benutzt, dann könnte er dich vielleicht theoretisch noch einholen. Das machen aber die meisten Leute nicht. Also ich habe bisher eigentlich noch von niemandem sagen gehört, dass er das machen wird, weil es schon wirklich unfassbar teuer ist. Von dem her würde ich sagen, ist es wahrscheinlich das Klügste. Du probierst wirklich um 10 zu starten und so schnell, so hoch wie möglich zu kommen. Damit du dich halt aus dieser Masse befreist. Und wenn du einmal aus dieser Masse draußen bist, wirst du eigentlich auch nie wieder reingezogen. Außer du hörst halt auf zu spielen. Also in der Regel, wenn du es einmal rausgeschafft hast, bist du Gucci. Flares so schnell wie möglich hinter sich lassen. Das wird die oberste Priorität sein. Im Mars Dungeon, letztes Jahr war ich nicht im Mars Dungeon. Im ersten Jahr war ich schon drinnen, obwohl ich 8 Chars hatte. Kann ich aber nicht empfehlen. Muss man sehr aufpassen, weil im Mars Dungeon sind ja die Banks. Also generell mit 8 Char-Taktik müsst ihr auf die Banks aufpassen. Das gilt für die Mars Dungeon Mutant Banks und Mutant Boss Bank, aber auch für die normalen Banks. Die Banks haben nämlich einen AOE-Angriff. Wenn ihr da einfach mit euren 8 Chars hingeht und die 8 Chars stehen hinter euch und die machen ihren AOE-Angriff, dann sind alle eure Chars One-Shot. Immer. Selbst wenn sie gebufft sind, ist egal. Die sind ja normalerweise dann so 10 Level niedriger als die Banks, die sind immer One-Shot. Also wenn ihr eure Chars wirklich in den Mars Dungeon mitnehmt, also bei 8 Chars kann ich nur stark davon abraten, würde ich nicht machen, ist zu hohes Risiko. Auch wegen random Agro-Spawns und so. Ihr seid ja nicht alleine im Dungeon, logischerweise. Da würde ich es nicht machen. Zu zweit kann man schon rein, aber zu zweit muss man auch aufpassen. Wobei, wenn man zu zweit ist, ist der zweite Char normalerweise nicht so niedrig. Dann kann er normalerweise den AOE-Attack tanken und wird wahrscheinlich eher nicht sterben. Aber mit 8 Chars würde ich nicht zu den Banks gehen. Also dann eigentlich gar nicht in den Mars Dungeon. Zu hohes Risiko, wenn ein Char stirbt, muss man sofort pausieren und den Char zurückholen, was ewig dauern kann. Und dann halt noch zusätzlich das Risiko mit den Banks, mit dem AOE-Angriff, sollte man sich auch eher fern von halten, grundsätzlich. Ist ein zu hohes Risiko, weil die Zeit, die man da verliert, ist es nicht wert für die extra XP. Also es gleicht sich letztendlich aus. Mit 2 Chars, wie gesagt, kann man es schon machen. Und Mars Dungeon ist aber auch die Hölle auf Erden los, ja. Also meine Erfahrung im Mars Dungeon ist Hölle auf Erden. An für sich der beste Spot für XP, aber auch der Spot, wo am meisten los ist. Weil jeder diese fette XP haben will aus dem Mars Dungeon. Also da ist sehr, sehr viel los. Und außerdem muss man sagen, Mars Dungeon ist ja auch ziemlich klein, ziemlich eng. Hätten sie auch mal überarbeiten können eigentlich bei Flive Universe. Das heißt, die Mobdichte dort ist zwar okay. Die Mobdichte ist okay, aber nicht sehr gut. Also wenn da wirklich 5 oder 6 Leute sind, die Monster sind innerhalb von ein paar Sekunden alle tot und dann musst du auch wieder auf Respawns warten. Also ist halt auch noch so ein Nachteil. Wenn zu viele Leute drin sind, dann erübrigt sich das auch mit der extra XP. Das ist halt, daran merkt man halt eigentlich, dass, was ja eigentlich immer gesagt wird, so Flive, gar kein richtiges MMORPG und so. Und ich finde, daran merkt man es eigentlich wirklich, dass wenn mal wirklich ein richtiger Hype eben zum Beispiel beim FEC-Start ausbricht, dann merkt man eigentlich,
wenn immer so viel los wäre, wenn das Game wirklich permanent diese Spielerzahl hätte auf einen Servern, also Tausende von Leuten, die zeitgleich grinden, dann merkt man eigentlich, das Spiel ist überhaupt nicht dafür ausgelegt. Weil erstens können ja nur 8 Leute eine Party, das heißt, wenn da wirklich 20 Leute in einem Spawn wären oder 20 Leute im Mars Dungeon, die gehen ja gar nicht in eine Party. Und außerdem macht es auch von den wirklich objektiven Faktoren keinen Sinn, dass man alle in eine Party packt. Also es ist ja auch so, dass es wirklich grundsätzlich schlecht für die Experience ist und so. Und da merkt man halt erst, dass das Game dahingehend schlecht optimiert ist. Weil wenn wirklich in Anführungszeichen zu viele Leute spielen, dann leidet die gesamte Experience darunter. Also alles. Alles wird dadurch schlechter eigentlich letztendlich. Und deswegen hat FLAF dieses Stigma, dass es eigentlich eher ein Singleplayer-Game ist mit diesem fast schon Koop-Faktor. Beziehungsweise, dass man es halt eigentlich lieber alleine spielt, als mit zu vielen Leuten auf einem Server zum Beispiel. Weil man dadurch halt effektiv eigentlich nur Nachteile hat und so gut wie keinen einzigen Vorteil. Also einer der wenigen Vorteile wäre eine bessere Wirtschaft, mehr Angebot und so. Aber es gibt halt auch viele Nachteile wie mehr Lags, schlechtere XP, weil man weniger Monster abbekommt und so weiter. Also, ist ein bisschen schwierig.